Heute haben wir einen Überraschungsgast bei SIP, nämlich Jan. Und Jan hat dieses Gefährt hier mitgebracht. Ein Roller aus Anfang der 2000er Jahre. Was es damit auf sich hat, das erklärt Jan am besten selber. Jan, bitte sei so nett und stell dich doch erstmal vor. Ich bin Jan Witholz, ich bin 49 Jahre alt und habe diesen Roller hier gebaut vor ungefähr 19 Jahren. Ich habe den Roller gebaut für die Sprintrennen, die damals noch sehr, sehr populär waren, sehr üblich, 150 Meter. Mittlerweile ist das in der Automatikszene ein bisschen eingeschlafen. Habe dann angefangen, etwas zu bauen. Es gab da mehrere Klassen. Das Fahrzeug passt in diese Klasse mit dem höchsten Hubraum, wo alles erlaubt war, inklusive Lachgas. Also das hier ist erstmal ganz wichtig, ein Sprintroller. Ne? Sagt man noch Roller oder ist das dann, heißt das dann irgendwie anders? Ich glaube, in dem Augenblick, wo du noch die Triebsatzschwinge vom Roller hinten drin hast, also noch die Variomatik und das Vorderrad eine ähnliche Größe hat, wird man das als Roller klassifizieren. Aber du hast recht, dass man darüber trefflich streiten kann, wann die DNA eines Rollers endgültig verwässert wird. Und wie kommt es, dass du heute hier bei SIP bist? Das Fahrzeug hat 2007 seinen letzten Einsatz gehabt und ist bei mir quasi in einer Zeitkapsel abgedeckt gestanden. Und ich möchte das Fahrzeug SIP kostenlos auf Dauer überlassen. Einfach weil ich finde, das Fahrzeug gehört irgendwo hingestellt, gezeigt, nicht unbedingt gefahren, aber gezeigt, weil es bei mir zu Hause dann einfach keine Zuschauer findet. Und wie war deine Verbindung damals zu SIP? Weil wir sehen ja hier ganz groß SIP-Aufkleber überall. Wo kommt die her? Weil du trägst ja auch ein T-Shirt von uns. Ja, das T-Shirt, was ich hier habe, das ist noch von damals, von den Einsätzen. Erst, glaube ich, über so eine kleine Händlernebentätigkeit mit SIP in Kontakt gekommen und später dann haben wir gesagt, komm, wir fahren mal auf ein Scooter-Event und wir branden das. Und dann kam natürlich diese schöne SIP-Lackierung hier zustande. Ursprünglich waren das mal normale unlackierte Teile, hier von der Suzuki GSX-R, hier von der Aprilia RGV. Du bist sozusagen fürs SIP-Team gefahren und daher hast du eine Verbindung zum SIP dabei. Wir haben ein bisschen gekummelt, ja, aber mehr war das nicht. Ja. Okay. Ja. Jetzt wollen wir aber natürlich ein bisschen mehr technische Details zu deinem Roller wissen. Du hast schon gesagt, du bist in der größten Klasse gefahren. Was hieß denn die größte Klasse? Die größte Klasse war, glaube ich, vom Hubraum entweder unbegrenzt oder zumindest stand dort irgendwie ein Limit von 250 Kubik maximal. Und das, was damals dann das Höchste war, was man so bekommen hat am Markt. Ich weiß, heute sind wir schon viele, viele Schritte weiter. Deswegen möchte ich bitten, das nicht zu belächeln, was da eingebaut ist. Damals war ein Zylinder-Kit von Fabrizi High Performance in Italien mit einem zweiteiligen Auslass bei 190 Kubik, das Höchstmaß der Gefühle und ein Lachgas-Kit noch oben drauf. Das sind eigentlich erstmal die Grundzutaten. Ich habe in dieser Zeit auch schon getunt, allerdings habe ich von Automatikrollern keine Ahnung. Aber eine Sache fand ich damals schon sexy, diesen fürchterlich seltenen Fabrizi-Zylinder. Keiner ist so extrem geworden wie Fabrizi mit seinem Zylinder. Und dieser Zylinder war sehr, sehr selten. Deswegen ist allein die Basis für den Motor schon mal was ganz Besonderes. Ja. Wie hat das Ganze denn funktioniert? Warst du denn zufrieden mit der Leistung? Also die Fabrizi-Qualität, die ist wirklich unterirdisch. In der Schaltroller-Szene mag der Name schon mal irgendwo aufgekommen sein. In der Automatikszene war das erste Produkt, was zumindest mir in die Wahrnehmung gerutscht ist. Und das war wirklich grauenhaft. Ja? Also die Zusammengussqualität, ich hatte ein schiefstehendes Pleuel, der erste Zylinder war porös, der Auspuff war leider nicht das Gelbe vom Ei, das war alles so der erste Wurf. Das war eine sehr große Geschichte, bis das dann mal erstens überhaupt lief und später, bis es dann erstmal standfest lief. Und dann hast du ja auch noch Lachgas verbaut, das ist ja auch nicht ganz gewöhnlich. Richtig, Lachgas hat man damals kaufen können. Es gibt dann diese Systeme, die nennen sich nasse Systeme. Wenn Lachgas eingespritzt wird, auch die dafür notwendige Extramenge Benzin ebenfalls im richtigen Verhältnis hinzugemischt wird. Die Herausforderung bei Lachgas ist nur, Lachgas steigert dein Drehmoment ungemein. Und wenn du plötzlich mehr Drehmoment hast, brauchst du eigentlich für diesen völlig neuen Motor, den du plötzlich unter Lachgas hast, eigentlich auch eine andere Variomatik-Einstellung. In Folge eigentlich viel, viel schwerere Gewichte, damit der Motor unter dem Plus an Drehmoment immer noch bei 10.500 Umdrehungen läuft, wo der Auspuff zu Hause ist. Aber wenn er im Saugbetrieb schon auf 10.500 läuft, wird er, wenn du die Lachgastaste drückst, hier am Lenker, dann bist du plötzlich 1.500 Umdrehungen höher und dann dreht sich der Motor um Kopf und Kragen und hat nicht mehr seinen Leistungsplus. Und das Schwierige war dann wirklich, einerseits am Start kein schläfriges Ansprechverhalten zu haben, aber dann auf der Geraden trotzdem nicht zu überdrehen. Und das ist ein Spagat. Wie viel Leistung hat er denn erzeugt mit Lachgas? Mit Lachgas müssten es 42 PS gewesen sein. Für die damalige Zeit waren eigentlich Leistungen knapp über 30 PS schon außergewöhnlich. Ja. Ja. Und ohne, wie viel hat er da gehabt?
Auch so in der Range 32? Also ich muss dazu gestehen, aufgrund der Länge alleine war das schon auf den Ammerschlägerbestand mit drauf zu machen. Von daher sind das wirklich Schätzwerte und ich hoffe, dass ich damit nicht falsch liege. Ich schätze, es dürften die 34 PS auf Saugbetrieb gewesen sein. Wir haben geschafft, über den Beschleunigungsmesser 0 auf 100 Beschleunigung, 3,6 Sekunden ohne Lachgas, 3,2 Sekunden mit Lachgas. Wie viel Leistung auch immer, die Beschleunigungswerte sind sehr gut und sind auch heute noch nicht zu verachten. Und das ganze Ding dafür, dass es komplett selbst gebaut ist, ist natürlich sowieso auch ein Hingucker. Danke, dass du ihn uns zur Verfügung stellst. Und wenn euch der Roller gefällt, kommt bei SIP vorbei, schaut ihn euch an, da könnt ihr ihn aus der Nähe sehen. Jan, vielen Dank, dass du Zeit hattest. Und ihr, wenn es euch gefallen hat, wieder Bimmel drücken und beim nächsten Mal einschalten. Ciao.